Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu einem neuen Video von mir. In einem der letzten Videos habe ich euch ja schon die Flight Zone News 500 der Firma Pichler vorgestellt. Jetzt hat die Firma Pichler eine neue Flight Zone News 500 ins Sortiment aufgenommen, und zwar den kleinen Bruder der großen News 500. Die ist von der Größe her anzusiedeln hier an die EC 135 im Hintergrund. Da habe ich auch schon mal ein Video zu gemacht. Die kleine News ist natürlich auch wieder RTF und gibt es einmal in der gelben Swiss-Version und auch einmal in der Hawaii-Version. Kenner werden diese Version wahrscheinlich aus der Serie Magnum schon kennen. Heute zeige ich euch natürlich wieder alles, was mitgeliefert wird. Ich zeige euch diesmal auch die Magnum-Version etwas genauer, denn die gelbe Version habe ich euch ja schon bei der großen Version vorgestellt. Da gibt es optisch gar nicht so viele Unterschiede. Dann gehe ich natürlich auch wieder auf die Fernsteuerung und die Funktionen ein, und natürlich gehen wir am Ende auch wieder fliegen. Und wenn ihr alle brav bis zum Ende das Video anschaut, dann werde ich auch wieder eine Version an euch verlosen. Alles weitere dazu aber dann am Ende des Videos. Ich würde sagen, wir legen sofort los. Viel Spaß! Ja, hier haben wir den Karton einmal vor uns. Auf einer Seite ist die gelbe Swiss-Version abgebildet und auf der anderen Seite die Hawaii-Version. Da müssen wir als allererstes hier einmal den Karton von der Folie befreien. Das mache ich mal eben ganz kurz. Jetzt können wir den Karton einmal öffnen und sehen natürlich als allererstes wieder die Bedienungsanleitung, hier komplett auf Deutsch. Dann haben wir diesmal noch einen kleinen Flight Zone Katalog dabei. Das ist auch mal ganz interessant, hier reinzugucken, was es alles für Helikopter gibt von der Firma Flight Zone. Könnt ihr aber natürlich auch alles auf der Homepage von der Firma Pichler sehen. Dann müssen wir hier einmal die Kunststoffeinlage rausholen und haben hier den Flight Zone LiPo-Akku im Hardcase. Und zwar ein 2S 350 mAh LiPo mit USB-C-Anschluss und einem Ein-Aus-Schalter. Dann haben wir noch eine kleine Tüte mit etwas Werkzeug dabei und noch eine kleine Tüte mit dem USB-C-Ladekabel. Dann haben wir natürlich wieder die 2,4 GHz Fernsteuerung mit den federbelasteten Steuersticks. Die ist ja eigentlich fast bei jedem kleinen Flight Zone Modell dabei mittlerweile. Deswegen werde ich da nachher wahrscheinlich nicht mehr so detailliert drauf eingehen, aber ich zeige euch natürlich noch die ganzen Funktionen. Und last but not least haben wir hier die schicke kleine News 500 in der Hawaii- bzw. Magnum-Variante, und die schauen wir uns als nächstes mal etwas genauer an. Ja, wir haben hier wieder eine richtig coole News 500 bzw. MD 500 in einem richtig schicken Design. Das Design kennen die meisten natürlich aus der Serie Magnum. Ich finde es auch richtig gut umgesetzt, vor allem auch für die Größe, die wir hier jetzt haben. Denn auch in dieser Größe sind hier wieder sehr viele Details angebracht, wie die ganzen Nieten am Rumpf und auch am Heckausleger. Wir haben wieder die Türkonturen abgebildet und hier oben sogar eine kleine Stabantenne angebracht. Die Fenster sind hier auch wieder schwarz, und wenn man genau hinschaut, sind die Seitenfenster nicht komplett geschlossen, sondern haben rundum kleine Schlitze. Ich schätze mal, dass das zur Lüftung gemacht wurde. Einen anderen Grund sehe ich jetzt hier eigentlich nicht. Auch das typische T-Leitwerk hier hinten ist sehr schön umgesetzt worden und ebenfalls mit Nieten versehen. Nur, dass wir hier leider den Motor auf der falschen Seite sitzen haben. Das verstehe ich eigentlich nie, warum man die nicht direkt auf die richtige Seite baut. Das dürfte mit separatem Motor ja eigentlich kein Problem sein. Ein bisschen Beleuchtung haben wir natürlich auch wieder, und zwar vorne eine weiße LED und am Heck eine rote LED. Beide sind auch richtig schön hell. Angetrieben wird die Hughes über Ritzel und Zahnrad von einem Brushed-Motor, genauso wie der Heckantrieb, der ist ebenfalls ein Brushed-Motor. Im Gegensatz zur großen MD 500 haben wir hier diesmal nur einen Vierblatt-Rotorkopf. Der besteht auch hier aus Kunststoff, genauso wie die Taumelscheibe. Die Rotorwelle besteht aber natürlich aus Metall. Angesteuert wird die Taumelscheibe auch hier über 3 Mikroservos. Das Landegestell ist auch richtig cool umgesetzt worden mit den langgezogenen Kufen nach vorne und den 4 Trittstufen. Die Lackierung und die paar Decals sind hier auch überall sehr gut aufgetragen, und optisch macht die Hughes einen wirklich richtig schicken Eindruck. Einen Höhensensor haben wir hier nicht verbaut, aber das wird auch hier nicht weiter tragisch sein. Der Akku wird hier unten eingeschoben, bis er eingerastet ist, und dann kann man die Hughes über den Knopf am Akku einschalten. Das Prinzip ist das gleiche wie zum Beispiel bei der kleinen Bo 105. Man könnte auch meinen, dass die Akkus hier kompatibel sind sie aber leider nicht, da die in der Größe minimal unterschiedlich sind. Hier nochmal ein kleiner Größenvergleich zwischen der großen und der kleinen MD 500. Ich habe da mal die gelbe Version dazu genommen, damit man die besser vergleichen kann. Optisch beide wirklich sehr ähnlich, bis auf die unterschiedliche Anzahl der Blätter und die Größe natürlich. Und hier nochmal kurz die beiden kleinen MD 500 nebeneinander, um die beiden Designs mal nebeneinander zu sehen. Ich finde beide ganz schön, wobei die Hawaii-Version durch die Serie natürlich etwas spezieller ist, wie ich finde. Ihr könnt mir ja mal gerne in die Kommentare schreiben, welche euch besser gefällt. Dann würde ich sagen, ist soweit alles zur kleinen MD 500 gesagt, und ich zeige euch jetzt nochmal kurz die Funktionen der kleinen News, und dann gehen wir mal draußen fliegen.
Ja, wir haben hier wieder die Standard Flight Zone Kunststoff-Fernsteuerung dabei, wo wieder alle 4 Achsen mit Federrückstellung sind. Betrieben wird die mit 4 AA-Batterien und eingeschaltet wird sie natürlich hier am Ein-Aus-Schalter. Und hier sind auch wieder die Trimmschalter zum Nachtrimmen im Flug. Wir können die Fernsteuerung auch wieder in Mode 2 oder Mode 1 betreiben. Dabei ist der Mode 2 erstmal standardmäßig aktiviert. Wenn wir während dem Einschalten der Fernsteuerung oben rechts den Knopf gedrückt halten und dann einmal den rechten Stick hoch und runter bewegen, können wir die Fernsteuerung auf Mode 1 umstellen und es wird auch dauerhaft gespeichert, bis man wieder auf Mode 2 umstellen möchte. Das geht natürlich genauso, nur dass man dann den linken Stick einmal hoch und runter bewegen muss nach dem Einschalten. Oben links haben wir den 3-Stufen-Schieber für den Taumelscheibenausschlag. Hier haben wir wieder die Möglichkeit, in der linken Stellung mit wenig Ausschlag zu fliegen, in der Mittelstellung mit etwas mehr Ausschlag. Und in der rechten Stellung haben wir dann die höchsten Taumelscheibenausschläge. Oben rechts haben wir dann noch den Knopf für die automatische Start- und Landefunktion. Wenn wir den im Stand drücken, geht der Heli von alleine an und startet dann auch wieder von alleine und bleibt dann bei ca. 1,50 Meter in der Luft schweben. Und wenn wir den Knopf im Schwebeflug drücken, geht der Heli dort runter, wo er gerade in der Luft steht und stellt auch nach der Landung von alleine den Motor ab. Da aber natürlich aufpassen, dass der Untergrund frei von Hindernissen ist, dass er da sauber landen kann. Ihr könnt aber natürlich auch wie immer manuell eingreifen, wenn doch mal etwas im Weg sein sollte. Ja, das war es jetzt erstmal hier zur Fernsteuerung und den Funktionen. Und jetzt zeige ich euch nochmal die kleine Use im Flug, bevor wir dann zu einem kurzen Fazit kommen. Ja, am Ende wie immer ein kurzes Fazit. Ich finde, optisch muss die kleine Use sich überhaupt nicht hinter der großen Version verstecken. Die kleine ist wieder richtig schick geworden und hat auch genauso viele Details zu bieten wie die große, wie zum Beispiel die Nieten und das schicke Landegestell. Also bis auf den Heckrotor, der leider hier auf der falschen Seite sitzt, optisch wirklich ein Highlight. Man darf ja auch die Größe nicht vergessen. Ich finde auch beide Lackierungen wirklich sehr schön gelungen, wobei ich, wie eben schon gesagt, die Hawaii-Version etwas spezieller finde. Durch die Serie halt, auch wenn die in der Serie bei dem Original-Hubschrauber eine runde Nase hatte und nicht so eine spitze Nase wie bei der Version hier. Fliegerisch ist die Kleine auch wieder sehr ähnlich wie alle Helis in der kleinen Größe. Sie fliegt sehr stabil und droht eigentlich auch nicht wirklich abzustürzen, wenn man mal an den Knüppeln rührt. Daher kann man auch sagen, ist sie für Anfänger zum Üben auch gut geeignet, wobei es natürlich nie schaden kann, wenn man mal einen Simulator vorher benutzt. Der fehlende Höhensensor ist jetzt hier auch kein Problem, auch wenn man natürlich etwas mehr auf die Höhe achten muss bei richtigem Rundflug mit Kurven und so.
Die Taumelscheibenausschläge sind jetzt auch hier wieder nicht allzu groß, sodass es bei etwas Wind auch wieder schwierig wird, gegen den Wind anzufliegen. Daher kann man hier auch sagen, dass der Heli auch eher für die Halle oder für windstille Tage draußen ist. Natürlich kann man die Use nicht nur mit der automatischen Funktion starten und landen, sondern auch manuell. Heißt zum Starten wie immer beide Sticks nach außen und unten ziehen und dann mit dem Pitchhebel starten. Und beim Landen natürlich auch den Pitchknüppel nach unten ziehen, bis der Heli aufgesetzt hat und den Motor dann von alleine abstellt. Wenn der Akku am Heli zur Neige geht, piept hier die Fernsteuerung leider nicht. Das wird nur über die blinkenden LEDs am Heli angezeigt. Ignoriert man das, dann geht der Heli irgendwann einfach von alleine runter, da wo er gerade steht. Wer die große Use ebenfalls besitzt, kann natürlich auch die Fernsteuerung davon nehmen. Da kann man dann für mein Empfinden im Kurvenflug beim Gieren noch ein bisschen gefühlvoller steuern. Ihr könnt auch wieder mit dem Code ChrisyRC auf die erste Bestellung 5% sparen. Dazu einfach das Produkt eurer Wahl auswählen, in den Warenkorb legen, dann zur Kasse gehen, eure Daten eingeben, dann die Kundendaten abschicken, die Versandart und die Bezahlungsart wählen, dann auf Weiter klicken, dann seht ihr hier unten den offiziellen Preis, dann müsst ihr einfach wieder nach oben scrollen, in dem Eingabefeld Couponcode eingeben, einfach ChrisyRC eingeben, auf Coupon einlösen klicken und wenn ihr danach wieder runter scrollt, seht ihr auch die 5% Ersparnis, hier in dem Fall 4,95 € und dann könnt ihr einfach eure Bestellung abschicken. Wie versprochen könnt ihr auch wieder eine Use gewinnen, dann seid ihr einer der Ersten, der diese Use euer eigen nennen könnt. Schaut dazu mal in die Videobeschreibung, dort werde ich alle Teilnahmebedingungen reinschreiben und natürlich auch den Zeitraum, wie die Aktion läuft. Natürlich verlinke ich euch die Use auch wieder da unten und dann würde ich sagen, war es das jetzt mit dem Video. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welche Version euch am besten gefällt. Ein Like nicht vergessen, Abo und Glocke nicht vergessen und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Bis dann, euer Chrissy. Ciao.